Tage werden kürzer, grauer und kälter und das Ende der Motorradsaison ist in Sicht. Daher soll es nochmal in die Schweiz gehen, und zwar die holsteinische mit dem höchsten Gipfel Schleswig-Holsteins, dem Bungsberg. Davor soll es aber noch in den Hansa-Hafen auf den kleinen Grasbrook in Hamburg gehen, wo nun die Peking beheimatet ist und neuerdings historische Busse das Museum an die Elbbrücken anbinden. Obligatorisch wird die Oldtimer-Tankstelle angesteuert, wo es nicht nur schöne alte Autos und Motorräder gibt, sondern auch hervorragende Verpflegung. Die Freihafenbrücke sollte nach dem Ersten Weltkrieg auf dem oberen Geschoss eine U-Bahn-Strecke aufnehmen, wozu es aber nie kam. 120 Jahre später, im Jahr 2040, soll der Sprung über die Elbe dennoch gelingen, allerdings dann mit einer neuen Brücke nebenan. Nach einem kurzen Stopp beim Hafenmuseum und ein bisschen Hafenromantik im Herbst sollte es nun endlich Richtung Bungsberg gehen. Das Wetter war zu jedem Zeitpunkt noch in Ordnung. Nicht zu kalt und zu windig, aber trocken, also schnell raus aus der Stadt. Die Wettervorhersage hielt nicht, was sie versprochen hatte. Allerdings wollte ich mich nicht von bisschen Nieselregen aufhalten lassen. Dachte ich zumindest. Da es nun langsam doch ein wenig ungemütlich wurde, kehrte ich in ein Schnellrestaurant Bad Segeberg ein. Von da ist es noch eine ganze Stunde zum Bungsberg. Aber da beim Motorradfahren auch nicht immer die Sonne scheinen kann, zog ich das Ding durch. Und je näher ich Neutin kam, desto spannender wurde die sonst ein wenig dröge Landschaft Schleswig-Holstein. Auch wenn das Wetter suboptimal war, Atmosphäre hatte es allemal. Langsam aber stetig wurde die Landschaft immer hügeliger. Der Bungsberg, dieser holsteinische Gipfel, war natürlich nicht auszumachen, es ist eher ein Hügelchen. Aber gerade im Vergleich mit dem platten Westen des Bundeslandes ist die Landschaft der holsteinischen Schweiz beinahe spektakulär. Die zum Gipfel oder zur Kuppe führende Straße hatte dann fast schon Offroad-Qualitäten, gerade bei diesem Wetter. Auf den letzten Metern machte dann noch die GoPro oder vielleicht eher noch die Speicherkarte schlapp, was aber kein großer Verlust war, denn nun schüttete es nur noch arg.
Wie hoch ist der Bungsberg denn jetzt eigentlich? Spektakuläre 167,4 Meter. Der Fernmeldeturm auf dem Bungsberg ist höher als der Berg selber. Schnell noch Beweisfotos geschossen und ab nach Hause. Ein krönender und nasser Abschluss der Motorradsaison.